Hallo, heute wieder Goethe B1 über ein Thema sprechen. Ich habe hier zwei Themen vorbereitet. Einmal Reisen und Überstunden machen. Wir müssen bei diesen Themen Pro und Contra geben und unsere eigene Meinung ausdrücken. Und die Struktur ist auch wieder ganz wichtig. Ich habe hier ein sehr einfaches System, das du für jedes Thema benutzen kannst. Einleitend kann man sagen, das ist der Anfang und dann sagst du Pro und Contra mit einerseits, andererseits. Weiters beschreibst du deine Situation in deinem Heimatland und dann kommt schon der Schluss und du sagst, abschließend kann man sagen das und dort drückst du auch deine Meinung aus. Du kannst hier meiner Meinung nach sagen. Los geht's mit dem ersten Thema Reisen. Einleitend kann man sagen, dass Reisen eine gute Möglichkeit bietet, neue Kulturen zu entdecken und den Horizont zu erweitern. Das kann eine gute Möglichkeit sein, diese Dinge hier zu machen. Jetzt geht es weiter mit dem Punkt einerseits. Einerseits kann man durch das Reisen verschiedene Umgebungen und Sprachen kennenlernen. Das ist einmal ein sehr guter Punkt. Und diese Erfahrungen sind oft eine persönliche Bereicherung. Aber es gibt auch ein paar negative Dinge. Und das beschreibst du mit andererseits. Andererseits können sie negative Auswirkungen auf die Umwelt und das Leben der Einheimischen mit sich bringen. Hier haben wir viele tolle Wörter. Einmal negative Auswirkungen. Das ist auch hier ein Effekt, eine Folge, eine Auswirkung auf die Umwelt. Also das heißt, einmal ist es schlecht für die Umwelt und auch schlecht für das Leben der Menschen, die dort wohnen. Auf Deutsch sind das die Einheimischen. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich mache in Wien Urlaub, dann sind die Leute, die in Wien wohnen, die Einheimischen. Gut, gehen wir weiter. In meinem Heimatland gibt es in der Hauptstadt und in bestimmten anderen Gebieten viel Massentourismus. Gleichzeitig, hier sagst du auch einen anderen Punkt, also nicht nur quasi, was vielleicht ein bisschen negativ ist, sondern auch einen positiven Punkt mit gleichzeitig. Gleichzeitig wird das umweltfreundliche Reisen ein immer wichtigeres Thema. Also wir haben jetzt hier wichtig ist das Adjektiv und die Deklination ist nicht nur wichtiger, also es ist wichtiger, sondern jetzt auch mit dem Nomen dazu wird dann das Adjektiv zu ein immer wichtigeres Thema. Wunderbar, weiter geht es mit dem Abschluss. Abschließend kann man sagen, dass Reisen verschiedene Facetten hat und es auf die individuelle Situation ankommt. Es kommt auf die individuelle Situation an. Du sagst, es ist nicht immer total negativ oder total positiv, sondern es kommt sehr auf die Situation an. Meiner Meinung nach ist dann der nächste Punkt. Meiner Meinung nach sollten Reisende verantwortungsbewusst handeln. Also die Verantwortung ist hier Responsibility und verantwortungsbewusst ist dann sehr responsible, ja, verantwortungsbewusst handeln und lokale Kulturen respektieren. Außerdem kannst du hier noch dazu sagen, außerdem sollte man sich überlegen, wie man umweltfreundlicher reisen kann, um die negativen Folgen zu minimieren. Also du hast hier viele exzellente Wörter, die du für jedes Thema benutzen kannst. Etwas minimieren, negative Folgen, positive Folgen. Hier hast du zum Beispiel verantwortungsbewusst handeln. In dem ganzen Text hast du viele tolle Wörter. Und jetzt geht es weiter zum nächsten Thema. Das Thema Überstunden machen. Was könnten positive und negative Aspekte davon sein? Einleitend kann man sagen, dass Überstunden heutzutage, also in der heutigen Zeit, wieder ein perfektes Wort für alle Themen, in vielen Berufen üblich sind. Etwas ist üblich, das heißt, etwas ist populär, etwas gibt es überall, etwas ist sehr normal oder oft gesehen. Das bedeutet üblich. Weiter geht es mit einerseits und andererseits. Einerseits können sie finanzielle Vorteile bieten und das Engagement des Mitarbeiters zeigen.
dieses Wort hier, Engagement, ursprünglich aus dem Französischen und mit dieser Aussprache hier, Engagement. Andererseits gibt es jedoch, und hier benutzt du das Wort jedoch, damit diese Wendung sehr, sehr klar ist, negative Aspekte, denn es kann Stress, Erschöpfung und gesundheitliche Probleme verursachen, also etwas verursachen. Super, super Wort. Bitte auf jeden Fall merken. Jetzt haben wir also positive und negative Aspekte gesehen und wir gehen weiter zum Thema in meinem Heimatland. In meinem Heimatland sind Überstunden ein häufiges Phänomen. Du könntest theoretisch auch sagen, ein übliches Phänomen, weil wir dieses Wort jetzt gerade auch gelernt haben. Es ist ein übliches Phänomen, obwohl viele Leute lieber weniger arbeiten würden. Diese Strukturen sind auch für B2 sehr, sehr schön. Du kannst eine tolle Struktur, ein tolles Profil herausarbeiten von verschiedenen Gedanken, die du mit diesen Wörtern verbindest. Der Trend geht dahin, also wenn du sagst, was ist der Trend, wohin geht die Richtung? Der Trend geht dahin, dass man versucht, Überstunden zu vermeiden. Etwas vermeiden. Super Wort. Und wir gehen wieder zum Schluss. Abschließend kann man sagen, dass Arbeitgeber flexible Arbeitsmodelle anbieten sollten. Und jetzt sagst du, warum sollten sie das tun? Um eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu fördern. Das ist die sogenannte Work-Life-Balance. Aber weil dieses Wort ein Anglizismus ist, habe ich das noch einmal umgeschrieben. So könntest du Work-Life-Balance auf Deutsch sagen. Eine Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Meiner Meinung nach ist es essentiell, du könntest ja auch das deutsche Wort sagen, ist es wichtig oder extrem wichtig, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu priorisieren. Ja, das ist auch ein Fremdwort. Du könntest dir auch sagen, es ist ganz wichtig, diese Dinge an die erste Stelle zu setzen. An den ersten Platz. Das ist ganz oben auf der Liste. Damit es langfristig eine gute Arbeitsumgebung gibt. Eine gute, eine gesunde, kann man auch dazu sagen, eine gesunde Arbeitsumgebung gibt. Und hiermit ist der Text schon beendet. Ich hoffe wieder, dass es sehr, sehr nützlich und interessant für dich war und dass du tolle, nützliche Wörter hier auch mitnehmen konntest. Viel Spaß beim Deutschlernen und viel Erfolg für alle Prüfungen, die du haben wirst.